Hallo! Hello! Willkommen zu Moonsun Talks. And if you don't speak German, then you can turn on the subtitles. Falls ihr uns noch nicht kennt, wir sind Susanne und Thomas von der Band, beziehungsweise vom Duo. Wir sind nur zu zweit tatsächlich in der Band. Moonsun. Und wir möchten euch hier heute mal unser neues Format vorstellen und möchten uns direkt am Anfang mal entschuldigen, dass wir noch höchstwahrscheinlich ziemlich unstrukturiert an die Sache rangehen werden. Aber ja. Wir probieren uns einfach mal aus. Wir werden es auch mit Sicherheit verbessern mit der Zeit. Genau, also wir reden so ein bisschen über unser Leben, über alles, was uns interessiert, über alles, was euch interessiert. Also falls ihr Fragen habt, wisst ihr, wo die Kommentarsektion ist, um diese dort zu lassen. Und dann werden wir in den kommenden Wochen immer mal wieder ein Video hochladen mit Dingen, die uns auf der Seele brennen, die wir einfach mal sagen müssen, damit es bei uns auch mal raus ist. Oder halt. Genau. Ja. Weil wir reden sowieso jeden Tag sehr, sehr viel über unsere Zukunft, was wir verbessern können, was vielleicht nicht so gut läuft oder welche neuen Trends irgendwo am Start sind, weil ihr wisst ja, wir sind immer die Trendsetter. Absolut, absolut. Immer on point. Aber dann muss man natürlich auf dem Laufenden bleiben und immer wieder gucken, was sich so verändert, damit man dem halt entsprechend dann auch gerecht werden kann oder sich auch in die Richtung dann entwickeln kann. Genau. Es bringt uns ja nichts, wenn wir auf CDs pochen, wenn die CDs von keinem mehr genutzt werden. Genau. Ja. Und auch, wir kriegen jeden Tag bei Instagram, Facebook, wo auch immer, ziemlich häufig dieselben Fragen gestellt, dass wir uns überlegt haben, warum machen wir nicht einfach mal einmal ein Video dazu, erklären das komplett ausführlich und können dann das Video den Leuten einfach zukommen lassen, statt dass wir immer so einen Text schreiben und alles erklären und immer wieder aufs Neue, und das macht ja eigentlich keinen Sinn. Genau, deswegen kommen Episoden in dieser Moonsun Talks Reihe, die dann verschiedene Titel tragen. Die häufigste Frage: Seid ihr ein Paar? Kriegt es so eine Episode? Mal gucken. Wahrscheinlich kriegt es keine Episode. Also die Antwort ist ja. Fertig. Echt? Ja doch, das kann ja, also man kann ja zum Beispiel dann sagen, wie ist es als Paar zusammen zu arbeiten? Sowas, ja klar, ne? klar. Aber wie gesagt, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas, was euch extremst interessiert. Genau, die zweite Frage ist nämlich: Könnt ihr von der Musik leben? Stimmt. Was wir nicht immer schon überall sagen, aber egal, die Frage kommt trotzdem. Aber wir sagen jetzt nichts dazu, denn das kommt in einer späteren Episode. Genau. Und dann, wie es uns momentan in der Corona-Zeit geht. Das ist momentan sind so die Top 3. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Fragen und wir werden halt wir haben schon eine Liste gesammelt mit allem über das letzte Jahr schon. Ich glaube, das sogar die letzten Jahre. Die Idee dieser Moonsun Talks Reihe ist schon doch sehr alt. Ich habe immer mal irgendwas aufgeschrieben, wenn mir irgendwas eingefallen ist oder wenn irgendjemand irgendeine Frage gestellt hat, die ich selbst spannend fand, und dann habe ich es einfach mal notiert. Wer weiß, vielleicht kann man das irgendwann mal benutzen, und tatsächlich, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt wird es verwendet. Ja, immer wieder, wenn Thomas aus der Dusche rauskam, kam eine neue Idee. Darüber will ich noch was sagen. Jeden Morgen immer mal, das will ich noch. Weil man muss dazu sagen, vielleicht wissen es schon ein paar, ich habe das glaube ich schon mal irgendwo erwähnt, dass ich unter der Dusche eigentlich erstens mal die besten Ideen habe und zweitens immer irgendwelche Ideen. Also es sind wahrscheinlich auch Schrottideen, also 100% Schrottideen dabei. Ich darf mir alle anhören. Natürlich. Und es werden erstmal alle negiert. Ja, weil Susanne ist nämlich ein Mensch, der grundsätzlich am Anfang erstmal zu allem Nein sagt. Egal was es ist. Ja. Wenn es gut ist, nein. Wenn es schlecht ist, nein. Ja, es ist halt eine Veränderung und deswegen muss man ja erstmal so vorsichtig sich rantasten, ob die Veränderung Sinn hat oder ja. Das wäre aber auch so ein Thema noch, die Neinsagerin. Und dann ein ganzes Moonsun Talks Ding über dich. Über mich. Ja. Toll. Ja. Stehe ich sehr gut. Dann mache ich es einfach so, ich schreibe nochmal ein Lied, dann rufe ich dich, Susanne, dann filme ich dich. Wie findest du es? Nein, ist scheiße. Gefällt mir nicht. Ja, das tut mir auch wirklich leid. Also Thomas hat immer sehr viele neue Ideen und ich bin da etwas konservativ, könnte man es eigentlich fast bezeichnen. Ne? Also ich brauche dann einfach nur eine Zeit, um mich dran zu gewöhnen, und dann sage ich auch, eigentlich
eigentlich hast du recht. Eigentlich ist es gar nicht mal so gut. Das sage ich doch. Ja, aber darum soll es ja in dem Video hier auch nicht gehen. Also ganz viele verschiedene Sachen, wie wir unser Konzept aufgebaut haben mit unserer Musik. Also auch die Sachen einfach aus Musikersicht beleuchten, die so generell auftreten. Aber natürlich immer aus unserer Sicht. Also es gibt da... Nee, aus der Sicht von Joachim. Nee, ich meine, es gibt ja immer auch eine andere Möglichkeit. Also wir sagen jetzt zum Beispiel, weiß ich, keine Ahnung, irgendwas, was wir denken, was richtig ist, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht nicht richtig. Für jemand anderen. Genau. Also es ist natürlich immer nur auf uns bezogen, wie wir unser Leben optimiert haben und für uns angenehm gestalten. So wie es bei uns funktioniert eben. Genau. Wie es bei anderen Leuten vielleicht überhaupt nicht funktioniert. Wie wir es aber auch mögen. Ja. Also das ist natürlich auch nicht der Lebensstil für alle, so zu leben, wie wir leben. Nee, ich glaube, das ist wirklich nicht für jeden was, aber gut. Das ist dann für uns ganz speziell, aber vielleicht mag es ja noch jemand von euch und dann habt ihr so eine kleine Inspiration für euer Leben. Über die Selbstständigkeit an sich werden wir auch noch mit Sicherheit ein Video drehen, das habe ich auch irgendwo notiert, in meinem Handy, in meiner Liste, in der 2-jährigen Liste mittlerweile. Ja. Und wir wollten auf dem Kanal hier auch noch, falls wir nochmal Cover machen, auch Cover auf diesem Kanal hier jetzt hochladen, auf dem Moonsun Live Kanal. Warum wir das alles dann hier machen wollen und nicht mal auf unserem Hauptkanal, erzählen wir dann auch noch in einem anderen Video. Genau. Weil es gibt schon sehr, sehr viele Gründe dafür und auch ein paar vielleicht dagegen, aber es überwiegt beides. Genau. Aber, da gehen wir später noch drauf ein dann. Ja, also falls ihr Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren. Wir werden dann schauen, ob wir das als Video umsetzen können, aber normalerweise schon. Also es gibt ja sehr viele interessante Fragen so generell und falls es vielleicht so viele kleine Fragen sind, kann man ja auch so eine Sammlung machen an FAQs und dann einfach, oder Q&A heißen die Sachen ja dann, so ein kleiner Q&A-Talk, wo man dann einfach, wenn man wirklich nur einen Satz dazu sagen kann, einfach so ein paar kleine Fragen. Aber wir haben eigentlich immer zu allem mindestens 2 Sätze. Oh wow, wirklich, die Aussage würdest du so treffen? Ja, würde ich genauso treffen. So, aber mir fällt gerade ein, ich habe noch ein schlaues Buch. Genau, Thomas hat sich Notizen gemacht. Da habe ich mir Notizen gemacht. Sogar handschriftlich. Wollte ich gerade sagen, du kannst noch schreiben. Das wollte ich auch noch erwähnen, wäre eigentlich auch ein Video wert, glaube ich. Ich habe total verlernt zu schreiben. Also ich schreibe wirklich mittlerweile wie so ein Halbgehängter, weil das Einzige, was ich richtig gut kann, das ist mein Name. Also nur der Vorname Thomas, weil der auf den Autogrammkarten draufsteht. Stimmt. Aber sonst, ich erkenne meine eigene Schrift nicht mehr. Ich fühle mich da wie, als würde ich gerade anfangen zu schreiben. Stimmt. Ja, alle Nachrichten für die Fans, also die wir in den Merchandise... die schreibst du, die schreibe ich. Stimmt. Genau. Deswegen. Ich unterschreibe immer wieder nur mit Thomas. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es euch vielleicht auch so geht, dass ihr nicht mehr viel schreibt. Also ein Smiley kannst du noch. Das aber der geht auch öfter mal schief. Aber deine gehen auch öfter mal schief. So ein Herz versuche ich immer. Oh Gottes Willen, Herze ist für mich ein ganz schweres Thema. Ja. Ich mache die Smileys immer ding, ding, ding. Also. Ja, genau. Also da, ja, stimmt, Merchandise ist ja auch so ein Riesenthema bei uns. Aber zurück zu meinem Buch. Ach so, genau. Ja, bitte. Okay. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen hier was sagen dazu vielleicht. Leg los. Ich habe hier aufgeschrieben, was wir heute sagen wollten. Und haben wir schon alles abgedeckt? Und jetzt gucke ich mal. So, das erste. Mit sowas. Ja, eigentlich habe ich das ganze Zeug auch auf dem Handy. Wie? Ich habe doch das alles auf dem Handy aufgeschrieben. Warum habe ich das nochmal handschriftlich gemacht? Na egal. Das ist... Nichts Genaues weiß man nicht. Die Arbeit. So, das haben wir. Was wir alles machen werden, bla bla, haben wir auch. Warum wir Cover oder dass wir Cover hochladen auf diesem Kanal, haben wir auch. Und, den letzten Punkt haben wir noch nicht, dass wir auch ab und zu über aktuelle Themen sprechen, die uns einfach mal auf der Seele brennen. Also irgendwas komplett Aktuelles, keine Ahnung. Der Herr Müller hat einen Hamster gekauft. Und darüber muss ich unbedingt ein Video machen. Das kann dann auch kommen. Vielleicht. Wie heißt der Hamster? Das ist der Gerhard. Oh Gott. Doch, das ist echt der Gerhard. Okay. Ja, wir sind ganz hochmodern, top aktuell mit den neuesten Namen. Haben wir gesagt, wir sind immer die Trendsetter. Ja. Unsere Leute hier, unsere Namen für die Hamster hier sind Gerhard und sowas. Also nicht Finn oder Luca oder was da modern ist momentan. Ja. Lilly und Emma. Zum Beispiel. Aber gut, genau. Das wird unsere Moonsun Talks Reihe. Wir hoffen, ihr freut euch drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja. Und ja, dann sehen wir mal, was das Ganze so bringen wird. Falls ihr, wie gesagt, irgendwelche Fragen habt, in die Kommentare damit. Und dann hören wir oder sehen wir uns bald. Die Tage vielleicht. Nein, die Tage nicht wahrscheinlich. Ah, du winkst schon. Macht's gut. Okay. Ciao, schönen Tag und schönen Tag. Und bis bald. Ciao. Ciao.